Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wie geht es euch allen? Ich hoffe gut. Wie man sieht, relativ durchwachsen in Bayern. Auch nicht sehr warm heute, gerade mal 20 Grad. Aber ich dachte mir, einen kleinen Ausflug am Vatertag, das gehört für einen Motorradfahrer einfach dazu. Wenn ich schon nicht irgendwie auf einem mehrtägigen Ausflug fahre wie viele andere, dann wenigstens ein bisschen. Ja, bisher konnte ich allgemein dieses Jahr eigentlich noch gar nicht so viel fahren. Waren eigentlich vieles nur so Kurzstrecken, mal in die Arbeit oder vor 2 Wochen mit meiner Freundin mal ein Eis essen gefahren. Ja, da habe ich auch mal eine Sache mit ihr ausprobiert, nämlich das Thema Bremsen mit Sozia. Da sie das eigentlich auch noch nicht wirklich kennt, haben wir mal so ein bisschen starke Bremsungen und eigentlich versucht auch mal eine Notbremsung zu simulieren. Gut. Was mich ein bisschen verwirrt hat, wieso ich dann jetzt erstmal noch auf die Notbremsung verzichtet habe, ist, dass ich es irgendwie nicht geschafft habe, trotz gar nicht mal so wenig Bremsen bis ins ABS zu kommen, obwohl ich, wie gesagt, schon eigentlich nicht schlecht reingelangt habe. Mich hat das bei 2, 3 Versuchen echt ein bisschen verwirrt. Und dann habe ich mir halt einfach mal die Frage gestellt, liegt es denn daran, dass wir zu zweit fahren, dass das ABS viel weniger eingreifen muss? Weiß nicht, habt ihr denn Erfahrungen mit Starkbremsungen mit der Sozia auf der TRK? Dass bei euch das ABS auch nicht ganz so krass regeln muss? Weil alleine weiß ich, schaffe ich schon ins ABS reinzubremsen, wenn ich möchte. Deswegen hat mich das schon ein bisschen verwirrt. Wie sind eure Erfahrungen damit? Auch allgemein. Habt ihr denn jetzt, ich habe ja des Öfteren schon jetzt in den Service-Videos und sowas oder auch in den Kommentaren mal das Thema gehabt, Bremskraft der TRK im 2-Personen-Betrieb. Wie sieht es denn aus? Ist da bei euch mittlerweile jemand dabei, der vielleicht auch mal wirklich ausgiebiger mit der Sozia gefahren ist und auch mehr Bremserfahrungen hat? Auch war ich vom letzten Video her nicht ganz so zufrieden mit der Tonqualität. Und ich hatte ja mal probiert, das ist ja so, ich fahre ja einen Klapphelm. Und Klapphelm ist halt relativ schwer mit der Mikroposition für eine GoPro, da die Mikros halt keinen Schwanenhals haben. Ne? Davor hatte ich es halt so, dass ich ein Speedlink-Mikrofon, das ist ja auch ein relativ beliebtes Vlogger-Mikrofon, im Kinnteil drinnen hatte. Da war halt aber, weil das Ding einfach mit einem 3 Meter Kabel kommt, der Kabelsalat war halt schon heftig. Ne? Und dann habe ich es zwischen die Wangenpolster von meinem Helm verlegt und halt das Kabel im Helm, wie die typischen Kommunikationssystemkabel, ein bisschen rumgewirrt. Aber da hat mir, wie gesagt, die Audioqualität nicht so gefallen. Jetzt habe ich es einfach mal gemacht, dass ich mir ein Rode Lavalier gekauft habe, also dieses Lavalier Go, wofür man jetzt nicht nochmal einen extra Adapter an der GoPro braucht. Das hat nur ein, lass mich lügen, 1 Meter, 1,20 Meter Kabel oder sowas. Ging auf jeden Fall sehr viel schöner ins Kinnteil reinzubekommen. Ja, jetzt müssen wir halt mal gucken, wie die Audioqualität da denn ist. Ja, wie war eure Saison bisher? Seid ihr schon ein bisschen gefahren? Problemchen mit der Nelly habe ich aktuell immer noch eigentlich keine. Ich bin froh darum. Allerdings, ich weiß nicht, irgendwie ist in meinem Kopf dieses Jahr ein bisschen Unruhe, sage ich jetzt mal. War jetzt auch in der TRK-Diskussionsrunde auf Facebook mehr als nur einmal das Thema mit der Leistung. Weil das Leistungs-Gewicht-Verhältnis ist bei der Nelly halt, weiß man, nicht das Tollste. Und man merkt schon, dass die Leute so nach 1, 2 Jahren anfangen, ein bisschen mit den 48 PS zu hadern. Ich muss gestehen, ein bisschen bin ich da momentan auch dabei, weil
Ich habe es im letzten Video erwähnt, wir haben meiner Partnerin ja auch einen neuen Helm gekauft und wieso sie teilweise nicht so viel mitgefahren ist, war halt, weil ihr der alte Helm nicht so gut gepasst hat. Jetzt bei der Runde, die wir letztens gemacht haben, hat der Helm eigentlich für sie gut funktioniert und es hat ja auch deutlich mehr Spaß gemacht, das hat sie auch ganz offen gesagt. Und wenn dem so ist, ist natürlich mein Wunsch, noch mehr mit ihr zu fahren. Ja, ist halt in Verbindung mit einer bisschen stärkeren Maschine dann auch leichter. Ne? Gerade wenn wir wirklich anfangen, in die Berge zu fahren, da merkt man halt bei der Nelly zu zweit schon das größte Leistungsdefizit. Wie sind denn eure Meinungen so, wenn ihr schon ein bisschen länger unterwegs seid? Ich meine, YouTube ist ja doch auch noch mal ein bisschen anders als die Facebook-Fraktion. Die Leute sind ein bisschen anders, die Art ist auch ein bisschen anders und deswegen würde ich mich mit euch darüber auch einfach mal noch unterhalten wollen. Es ist ja jetzt nicht gerade, ich habe ja auch ein Video gemacht, 48 PS meine Meinung und so weiter. Die Meinung hat sich nicht geändert. Ich meine, es ist immer noch ultra entspannt mit der Nelly zu fahren. Ne? Da geht überhaupt nichts drum rum. Und ich mag sie auch immer noch. Aber ein anderes Problem, was ich halt gerade sehe, ist auch das Thema Service. Es häufen sich die Serviceprobleme bei Benelli, beziehungsweise sagen wir es anders, das sehr negative Feedback über die Benelli Partnerwerkstätten. Sei es Ersatzteilbeschaffung, sei es, dass die Leute schon etwas zu Tasche gebeten werden, was jetzt vielleicht für jemanden, der sich ein günstigeres Motorrad anschafft, nicht unbedingt so leicht zu verkraften ist. Ich meine, klar, wir reden hier immer noch nicht von KTM-Gebühren oder sowas, ne? Da sind wir immer noch weit von weg. Aber es sind auch nicht unbedingt gute Preise, die aufgerufen werden zum Teil. Außerdem halt auch das Händler-Service-Werkstätten-Netzwerk hat sich nicht verbessert mit dem Importeurswechsel, wie sie es eigentlich gesagt haben. Und eben auch das Thema, dass ich halt diese alte KSR-Maschine habe. Also das heißt alt, ist 21er, ne? Aber halt alter Importeur. Und deswegen nicht mehr jeder meine Service, also Garantieservice macht. Ne? Zum Beispiel wäre jetzt in meiner Nähe einer, der halt aber nur die vom neuen Importeur macht. Der hat klar gesagt, mit einer KSR-Maschine kannst du fahren. Mache ich dir nicht den Service. Oder halt alles nur auf Selbstzahler, was Garantie betrifft, und Service ohne Serviceheftantrag. Finde ich relativ zum Kotzen, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, klar, ich habe jetzt im Prinzip nur noch dieses Jahr, nächstes Jahr, wenn meine Saison losgeht, läuft die 2 Jahre Garantie von der Nelly im Prinzip aus. Hat man jetzt 3 Jahre Garantie auf den Motor oder nicht, ist immer noch ein Streitpunkt offensichtlich. Manche sagen ja, manche sagen nein. KSR sagt leckt's mich alle am Arsch. Auf KSR kann man sich nicht so wirklich verlassen. Was macht man also? Sprich, man kann jetzt in freie Werkstätten gehen, spätzeln und so weiter. Aber das Thema Ersatzteilversorgung ist halt immer noch was mich momentan schon etwas nervt. Ne? Ich habe nämlich am Anfang auch ein bisschen positiv gedacht, dass ich über meine Arbeit definitiv mehr Ersatzteile bekomme. Die TRK nicht X, also meine, die Road, ist von der Ersatzteilversorgung, gerade zum Beispiel Thema Bremsen, definitiv schlechter dran. Ne? Für die X bekommst du organische Sinter, Brembo, THW, Hausmarke, alles hinterhergeschmissen zu echt guten Preisen. Hier müsste ich für die Vorderachse, wenn ich überhaupt Belege bekomme, kostet mich das Set pro Scheibe 70 €. Da mache ich bei der Non-X, also bei der X, kriege ich für beide Scheiben
die Belege dafür. Und das finde ich halt schon ein bisschen kotig, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Weil halt diese kleinen und nicht diese länglichen durchgehenden hat. Also sprich, ich brauche hier ja pro Scheibe 4 Klötze. Ne? Das ist halt natürlich auch viel. Und ich weiß nicht, allgemein, wenn ich bei uns so in die Datenbank schaue, für die X gibt es einfach viel mehr Sachen. Wie auch immer. Mal gucken, dieses Jahr wird sich da definitiv nichts ändern. Schauen wir mal, wo die Reise nächstes Jahr hingeht. Es kommt halt auch sehr darauf an, wie sich das ganze Thema mit CF Moto und so weiter entwickelt, ob die wirklich ein besseres Vertriebsnetzwerk hinbekommen. Weil ich sitze hier halt einfach wirklich in einem Loch. Ne? Ich habe Straßenlinie, nicht Luftlinie, habe ich entweder 70 Kilometer einfach oder 110 einfach zu den 2 nächsten Servicepartnern. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, mal angenommen, die Maschine ist mal in einem Zustand, dass sie nicht mehr fahren kann, das ist halt dann richtig scheiße, ne? Weil das ist nicht mehr günstig, wenn du die Maschine dann mal eben 110 Kilometer bis zur Werkstatt anliefern musst. Nein. Ich war jetzt mal noch zu meinen Eltern, den Vatertag ein bisschen genießen. Werde euch mit ein bisschen Impressionen dieser schönen Strecke noch verwöhnen. Hoffe, es macht euch Spaß mal wieder. Vielleicht quatsche ich zwischendurch noch ein paar Worte. Wie dem auch sei, wie immer, bleibt schön gesund, bleibt im Sattel. Ich hoffe, dass mein Ausflug nächste Woche klappt und ich euch viele schöne Alpenvideos präsentieren kann. Von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao. Für den Kids muss man ja auch mal nett sein und winken, ne?